good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I hope wherever in the world you are doing well. Ich hoffe, dass es dir, wo auch immer du auf der Welt bist, gut geht. Remember that what Jesus did on the cross is supposed to be your experience. Denke daran, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch deine Erfahrung sein soll. God is doing beautiful things. Gott tut wunderbare Dinge. Now, let's continue at this complicated, different and interesting chapter. Lass uns nun mit diesem komplizierten, abwechslungsreichen und interessanten Kapitel fortfahren. Now, the New King James Version says, let's talk about virgins. In der New King James Übersetzung heißt es, lasst uns über Jungfrauen reden. But we're not talking about the New King James, you're taking the Passion. Aber wir nehmen nicht die New King James, sondern die Passion Übersetzung. That makes it a little bit easier for me. Das macht es für mich ein bisschen einfacher. Now, let me address the issue of singleness. Vers 25. Jetzt möchte ich das Thema des Single-Seins ansprechen. You know, it's really, really interesting about this whole thing of singleness. Although in the Greek, it actually does say virgins. Das ist wirklich sehr interessant, diese ganze Sache mit dem Single-Sein, Single-Dasein, obwohl es im Griechischen tatsächlich Jungfrauen heißt. But when the original Greek speaks about virgins, the word virgin had a different meaning then than it has today. Aber als man damals im griechischen Original von Jungfrauen sprach, hatte das Wort Jungfrau eine andere Bedeutung als heute. Because then, if you were single, you were a virgin, unless you were a prostitute. Denn damals war man eine Jungfrau, wenn man ledig war, es sei denn, man war eine Prostituierte. But it's very interesting that the Bible has something to teach about being single. Aber es ist sehr interessant, dass die Bibel etwas über das Single-Sein zu lehren hat. And look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. I must confess I have no command to give you that comes directly from the Lord. Ich muss gestehen, dass ich euch kein Gebot geben kann, das direkt vom Herrn kommt. But let me share my thoughts on the matter as coming from one who has experienced the mercy of the Lord to keep me faithful to him. Aber ich möchte euch meine Gedanken zu diesem Thema mitteilen, die von jemandem stammen, der die Gnade des Herrn erfahren hat, ihm treu zu bleiben. So I'm not going to teach on this because this has been a very specific cultural context. Darüber werde ich nicht lehren, weil es sich um einen sehr spezifischen kulturellen Kontext handelt. But I do want to talk about single people and being single. Aber ich möchte über Alleinstehende und das Single-Sein reden. I believe every phase of our life has to be used for the purpose of God. Ich glaube, dass jede Phase unseres Lebens für den Zweck Gottes genutzt werden muss. And I believe every phase of our life is equally precious. Ich glaube, dass jede Phase unseres Lebens gleich wertvoll ist. And my experience in many years serving Jesus has been this. Meine Erfahrung aus vielen Jahren im Dienst für Jesus ist, there are very few truly happy and fulfilled single people once they get to a certain age. es gibt nur sehr wenige wirklich glückliche und erfüllte Singles, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. They're always pursuing married life because they think in that there is a fulfillment. Sie streben immer nach der Ehe, weil sie denken, dass sie darin die Erfüllung finden. And I think it's a very dangerous thing. Ich denke, das ist sehr gefährlich. Many of those actual people who have done that, Viele der Menschen, die das geschafft haben, when they're married, they're trying to be separated again. versuchen nach der Heirat sich wieder zu trennen. Because it's an internal problem. Denn es ist ein inneres Problem. You know, and once we understand that being single is a season of my life that is God-given and precious, Sobald du verstehst, dass das Single-Dasein ein Teil deines Lebens ist, das von Gott gegeben und wertvoll ist, don't sit at home and waste your tears and prayers for God to give you a husband or a wife. bleibe nicht zu Hause sitzen und vergeude deine Tränen und Gebete nicht, dass Gott dir einen Ehemann oder eine Ehefrau gibt. Have trust and have faith that the right partner will be the one that you will choose to marry. Hab Vertrauen und glaube daran, dass der richtige Partner derjenige sein wird, den du zum Heiraten wählen wirst. And enjoy the time that you have being alone. Genieße die Zeit, die du allein bist. Enjoy them for what?
Wofür genießen? Use it for what? Benutze die Zeit wofür? Well, I believe that single people need to use their time of singleness specifically for two things. Ich glaube, dass alleinstehende Menschen ihre Zeit des Single-Daseins vor allem für 2 Dinge nutzen sollten. Serve Jesus with happiness because you can do that much easier when you're single than when you're married. Diene Jesus mit Freude, denn das kannst du viel leichter tun, wenn du Single bist, als wenn du verheiratet bist. What, Reinhard? I can serve Jesus better single than married? I believe so, yes. Was, Reinhard? Ich kann Jesus als Single besser dienen als in einer Ehe? Ja, das glaube ich. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because if you want to go away for 3 months to a mission trip as a single person, it's easy. As a married person, it's not that easy. Weil es einfacher ist, wenn du als Single für 3 Monate auf eine Missionsreise gehen willst. Als verheiratete Person ist das nicht ganz so einfach. You go when you want, you come home when you want. Du gehst, wann du willst, kommst nach Hause, wann du willst. So I think people who are single need to say, this is a season of my life, I'm thankful for it, and I will use it to serve Jesus well. Ich denke, dass Menschen, die Single sind, sich sagen sollten, das ist eine Zeit in meinem Leben, für die ich dankbar bin und die ich nutze, um Jesus gut zu dienen. But I have another advice for single people. Ich habe einen weiteren Ratschlag für Alleinstehende. And it's very, very important advice. Und der ist äußerst wichtig. So many single people are wasting a lot of energy to try to find the perfect partner. So viele Alleinstehende verschwenden viel Energie darauf, den perfekten Partner zu finden. Why do I believe this is a really, really, really bad thing? Warum halte ich das für eine ausgesprochen schlechte Sache? Because when you finally find the seemingly perfect partner for you, Weil, wenn du endlich den scheinbar perfekten Partner für dich gefunden hast, what's gonna happen? was passiert dann? You marry the perfect partner, but you have not become the right partner. Du heiratest diesen perfekten Partner, aber du selbst bist noch nicht zum richtigen Partner herangewachsen. So I really believe that single people should use that precious time Ich glaube also wirklich, dass Singles diese kostbare Zeit nutzen sollten, to understand that this is the season for me to become the perfect partner. um zu verstehen, dass dies die Lebensphase ist, in der sie zum perfekten Partner heranwachsen können. So what would happen Was würde also passieren, if you would actually use this time to say, Lord, one day I will be married. Right now, I'm doing everything for you to can make me the best husband or the best wife. wenn du diese Zeit tatsächlich nutzen und sagen würdest, Herr, eines Tages werde ich verheiratet sein, jetzt tue ich alles, damit du mich zum besten Ehemann oder zur besten Ehefrau machen kannst. Then when you finally do get married, Und wenn du dann schließlich heiratest, what's going to happen? was wird dann geschehen? You will already be prepared by the Lord because He taught you things that were painful to learn in marriage. Der Herr hat dich schon vorbereitet, weil er dich Dinge gelehrt hat, die du in der Ehe sehr schmerzhaft gelernt hättest. So single people, be happy. Deshalb, liebe Singles, seid glücklich, Enjoy the season that you're in. genießt die Lebensphase, in der ihr gerade seid, Serve Jesus with all of your heart. dient Jesus von ganzem Herzen And now, und jetzt use the time that He can build in you. nutzt die Zeit, die er an euch arbeiten kann. I see you next time. Bis zum nächsten Mal.